Moin Leute, ja, heute ist es endlich soweit. Ich möchte euch gerne meine Top 10 Sommerdüfte vorstellen. Wir wollen auch keine Zeit verlieren, deswegen starten wir auch direkt mit Greenlay von Parfums de Marly. Ja, ich möchte ehrlich sein, als Greenlay 2020 ja, auf den Markt kam, hat mir dieser Duft gar nicht so gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass mir diese DNA mittlerweile richtig gut gefällt, vor allem so zu wärmeren Jahreszeiten. Es ist ein wirklich sehr fruchtiger Duft, aber das Tolle daran ist, dass diese DNA zu keinem Zeitpunkt süß wird. Häufig haben wir ja in Anführungsstrichen das Problem, wenn es ein sehr fruchtiger Duft ist, dass es eben auch immer relativ süß wird. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Hier steht der grüne Apfel ganz klar im Fokus und diese Note wirkt sehr frisch, prickelnd, fast schon so leicht sauer. Diese Note ist auch den ganzen Duftverlauf über eben der Main Player. In der Kopfnote haben wir noch so ein bisschen Mandarine und Bergamotte. Dadurch wird der Start einfach nochmal etwas erfrischender. Und das Tolle daran ist, dass wir im Duftverlauf diverse holzige Noten bekommen. Dadurch ist es eben kein reiner fruchtiger Duft, sondern wir haben einfach so eine richtig tolle, angenehme, holzige Basis. Die Haltbarkeit ist super, also der Duft hält auf meiner Haut immer ca. 9 Stunden. Die Sillage ist in den ersten 2 bis 3 Stunden auch wirklich sehr intensiv. Man hat einfach diese wirklich sehr intensive, frisch spritzige grüne Apfelnote um sich herum. Und man kann dann auch in diesem Atemzug sagen, dass der Duft wirklich immer sehr, sehr gut ankommt. Es ist einfach eine DNA, die sehr frisch, gepflegt riecht und das sind eben so diese Düfte, die wirklich sehr gut im Umfeld ankommen. Und abschließend möchte ich auch nochmal loswerden, dass mir dieser Duft freundlicherweise von der Parfümerie Kirner zur Verfügung gestellt wurde. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank. Es ist eine traditionsreiche Parfümerie, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Der Online-Shop ist wirklich super. Ihr bekommt innerhalb von 1 bis 2 Tagen eure Bestellung ausgeliefert. Also schneller geht es nicht. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt auch ab einem Einkaufswert von 80 € 10% mit dem Code CEN10 sparen. Deswegen, wenn ihr mich und die Parfümerie unterstützen möchtet, dann klickt mal unten gerne auf den Link bzw. benutzt den Gutscheincode. So, und jetzt geht es weiter mit Platz Nummer 9. Und zwar haben wir hier Aqua Media Cologne Forte von Francis Kurkdjian, ein ganz neues Release. Ich wage mal die These, die Prognose, dass dieser Duft in diesem Sommer ja einer der beliebtesten Düfte wird. Wir haben hier nämlich einen richtig tollen Teeduft, der relativ stark an Imagination oder zum Beispiel auch an Wulong Cha erinnert. Ja, der Start ist durch Fenchel, Eisenkraut und durch die Bergamotte noch relativ grün krautig, aber auch frisch und zitrisch. Und nach ca. 45 Minuten, 60 Minuten würde ich sagen, also es dauert einen kleinen Moment, kommt dann immer mehr die Matcha-Tee-Note heraus und dann erinnert der Duft tatsächlich auch relativ stark an Imagination oder zum Beispiel eben Wulong Cha. Ich muss sagen, dass mir der Duft richtig gut gefällt, trägt sich ähnlich toll wie eben die anderen beiden genannten Düfte. Die Haltbarkeit ist solide, der Duft hält ca. 7 bis 8 Stunden. Die Sillage ist tatsächlich nicht wirklich intensiv. Der Duft wird nach 2 Stunden schon fast hautnah, aber man nimmt den Duft trotzdem immer wieder mal wahr durch einen Luftstoß, durch eine Bewegung. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Release, Aqua Media Cologne Forte. Weiter geht es mit der Nummer 8, mit Villa Neroli von der Marke BDK Parfums. Ja, für mich ist das einer der tollsten, man kann schon fast sagen, schönsten Neroli-Orangenblütendüfte, die es auf dem Markt gibt. Selbst wenn ihr Neroli nicht mögt, kann ich euch empfehlen, diesen Duft auszuprobieren. Wir haben hier nämlich eine richtig angenehme, weiche, fast schon cremige DNA. Der Duft ist und bleibt aber natürlich frisch. Wir haben aber tatsächlich im Drydown auch etwas Vanille, wodurch der Duft im Drydown so ganz leicht süßlich wird. Es ist wirklich eine tolle DNA. Die Haltbarkeit ist richtig gut. Ich komme immer so auf 7 bis 8 Stunden. Es ist ein wirklich toller Orangenblütenduft, also frisch, fruchtig und vor allem wirklich sehr weich und angenehm auf der Haut. Nummer 7 ist 004 Gin Mandarin Musk von der Marke Bon Parfumeur. Ich hatte es letztes Jahr schon angeteasert, dass dieser Duft höchstwahrscheinlich in meinen Top 10 landen wird. Ja, und so ist es letztlich auch. Ein Preis-Leistungs-Sieger. Also ihr bekommt hier die kleinen Größen teilweise schon für um die 35 Euro. Also wirklich ausnahmslos eine Empfehlung für den Sommer.
Der Name verrät es auch schon so ein bisschen. Wir haben hier einen Gin Tonic Duft, das heißt, wir haben eine sehr präsente Wacholderbeere. Der Duft wirkt auf meiner Haut einfach super angenehm, kühlend und frisch. Dafür sorgen unter anderem auch Mandarine, Bergamotte und die Zitrone. Wir haben im Dry Down noch so ein bisschen Moschus und Tonkabohne. Es ist und bleibt aber primär wirklich ein sehr frischer, kühlender Gin Tonic Duft. Die Haltbarkeit ist mehr oder weniger gut. Ich komme immer so auf circa 6 Stunden. Mir persönlich reicht das aus. Zur Not sprüht man nochmal nach. Da der Flakon auch sehr klein und handlich ist, kann man den natürlich auch ohne Probleme mitnehmen. So, ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu der Nummer 6, nämlich zu Afternoon Swim von Louis Vuitton. Ich finde diesen Duft einfach großartig, es erfrischt, es prickelt auf der Haut. Es hat für mich immer so ein bisschen was von so einer Fanta, auf jeden Fall etwas Sprudeliges auf meiner Haut. Wir haben hier im Fokus ganz klar die Mandarine und die Orange. Ingwer und Bergamotte runden das ganze frische, spritzige, sprudelnde Erlebnis nochmal ab. Ich finde den Duft einfach toll. Die Haltbarkeit, da gibt es so viele unterschiedliche Aussagen. Letztlich müsst ihr das sowieso selbst ausprobieren. Ich kann sagen, dass der Duft mindestens 6 bis 7 Stunden auf meiner Haut hält. Zu den Aussagen hält nur 1 bis 2 Stunden. Ihr kennt da meine Meinung. Da würde ich persönlich nicht so viel Wert drauf legen. Wenn man einen Duft nach so einer kurzen Zeit nicht mehr wahrnimmt, dann liegt das zu 99% an dem eigenen Empfinden, an der Nase und nicht an den Duft. Ich kenne auch viele andere Leute, die Afternoon Swim haben. Also sie kommen alle immer so auf 5, 6, 7 Stunden. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass der Duft auch weniger gut hält. Aber er hält auf jeden Fall länger als 1 bis 2 Stunden. Ja, deswegen Afternoon Swim trage ich super gerne, wenn es draußen sehr, sehr warm ist. Einfach aufsprühen, wohlfühlen und rausgehen. Dann sind wir auch schon bei der Nummer 5 beim Elysium Eau Intense von der Marke Roger Parfums. Ja, diesen Duft hatte ich erst kürzlich in meinem Neuheiten-Video vorgestellt. Das Video verlinke ich euch einmal hier oben rechts. Schaut da gerne mal vorbei. Für mich ist es ein tolles neues Release. Für mich riecht die DNA einfach etwas moderner als das Parfum Cologne. Im Fokus steht hier für mich, für meine Nase ganz klar die Rhabarbernote. Rhabarber wirkt für mich immer frisch, fruchtig, leicht kühlend, fast schon leicht metallisch. Wir haben dann auch noch diverse zitrische Duftnoten, Grapefruit, Limette, Bergamotte und so weiter. Im Duftverlauf kommen einige blumige Noten immer mehr heraus. Das ist so diese typische Handschrift von Roger. Wir haben also eben noch so einen leicht blumigen Part. Da nehme ich dann aber auch noch so ein bisschen Apfel und Johannisbeere wahr, also dann bekomme ich wieder so frisch fruchtige Noten. Und im Dry Down wird der Duft für mich dann so leicht holzig, man bekommt auch noch so ein bisschen Moschus. Es ist und bleibt für mich aber primär ja, ein frisch fruchtiger Rhabarberduft. Richtig toll, gefällt mir richtig gut. Zu der Haltbarkeit kann ich sagen, dass der Duft so circa 7 bis 8 Stunden auf meiner Haut hält. Da kann ich absolut nichts Negatives sagen. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Aber ich finde dieses Release wirklich toll. Deswegen meine Empfehlung Elysium Eau Intense. Die Nummer 4 in diesem Jahr ist Pacific Chill von Louis Vuitton. Auch diesen Duft hatte ich bereits in meinem Neuheiten-Video vorgestellt. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich finde diesen Duft einfach mega toll. Es ist ein frischer, fruchtiger Duft. Hier steht die Aprikose ganz klar im Fokus. Ich habe öfter gelesen, dass dieser Duft für einige wohl sehr süß ist. Ich habe da auch so Kommentare wie riecht nach Traubenzucker, Fruchtkompott gelesen und so weiter und so fort. Jeder empfindet es anders, das ist völlig legitim. Ich empfinde das aber eben nicht so. Ja, wir haben hier eine recht präsente Aprikose, also eine fruchtige Note, die auf mich aber zu keinem Zeitpunkt ja wirklich süß wirkt, sondern eher angenehm, locker, luftig, fruchtig. Dazu haben wir dann auch noch Pfefferminze, Orange und Zitrone. Das heißt, wir bekommen auch so eine tolle, leicht minzige, mentholige und auch zitrische Note. Ja, und im Duftverlauf bekommt man zwar noch so ein bisschen von der Johannisbeere, Dattel und Feige nehme ich persönlich nicht wirklich wahr. Könnte vielleicht sagen, dass diese Duftnoten eben so eine leichte Süße da wieder ins Spiel bringen. Aber es ist für mich halt wirklich primär ein frisch fruchtiger Aprikosenduft.
Wirklich toll. Die Kopfnote ist ja überwältigend. Da muss man aber sowieso sagen, das kann Louis Vuitton. Also nahezu jeder Duft hat wirklich eine außergewöhnlich tolle Kopfnote. Die Haltbarkeit ist gut, wirklich. Ich komme immer so auf circa 7 bis 8 Stunden. Der Duft wird vielleicht so nach 2, 3 Stunden schon fast so ein bisschen hautnah, aber nichtsdestotrotz ist der Duft immer weiterhin präsent. Man wird wahrgenommen, man riecht den Duft auch selbst immer mal wieder. Also wirklich ein ganz tolles Release, eine ganz klare Empfehlung meinerseits. Trommelwirbel, die Nummer 3 ist in diesem Jahr Montabacco Verano von Ormond Jane. Letztes Jahr war es der 2. Platz. Ja, bevor ich jetzt zu der Duftbeschreibung komme, wenn dir das Video gefällt, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button. Und tatsächlich habe ich viele wiederkehrende Zuschauer, die sich also immer und immer wieder meine Videos anschauen, aber mir noch kein Abo dagelassen haben. Ja, ihr müsst mich natürlich nicht abonnieren, aber falls ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Dadurch habe ich natürlich in der Zukunft auch noch mehr Möglichkeiten, gewisse Videos umzusetzen. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. So, nun kommen wir aber einmal zu der Duftbeschreibung. Und da muss ich ehrlich sagen, für mich ist diese DNA außergewöhnlich, denn wir haben auf der einen Seite frische, zitrische Duftnoten wie Grapefruit, Orange, Bergamotte. Auf der anderen Seite haben wir durch Wacholder und Kardamom, aber auch so leichte Gin-Tonic-Vibes, eine wirklich tolle Aromatik. Und dann bekommen wir aber eben noch ganz, ganz viel Iso-Isupa. Das muss man mögen, vor allem in dieser Konzentration. Und Tabak und Leder. Und das ist schon außergewöhnlich. Wir haben hier also einen sehr frischen, erfrischenden Duft. Wir haben hier ganz viel Iso-Isupa und durch Tabak und durch Leder eben so eine leicht rauchige, leicht ledrige Note. Das ist für mich eine DNA, die man jederzeit tragen kann, also wirklich 365 Tage im Jahr, weil es eben nicht nur ein frischer Duft ist und wir, wie gesagt, durch Tabak und Leder auch noch so einen anderen Twist reinbekommen. Ich trage den Duft aber vor allem im Sommer super gerne am Abend. Das ist für mich einer der tollsten Düfte, um im Sommer abends auszugehen. Also wirklich eine klare Empfehlung. Die Haltbarkeit ist bombastisch, also dieser Duft hält Minimum 9 bis 10 Stunden und länger. Und auch die Sillage ist durch Iso-Isupa ja außergewöhnlich. Man wird wahrgenommen, man hat eine große Aura um sich herum. Also wirklich eine klare Empfehlung. Ja, die Nummer 2, die Silbermedaille, gilt dieses Jahr an Burlington von der Marke Roger Parfums. Ich muss jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, dass es mal wieder unfassbar schwierig für mich war, erstmal sowieso sich auf 10 Düfte zu beschränken und dann eben ein Ranking zu machen. Würde man mich in 2 Wochen fragen, würde sicherlich der ein oder andere Duft wieder rausfliegen aus den Top 10. Andere würden reinkommen. Aber Burlington wäre immer in meinen Top 10. Es ist für mich tatsächlich auch der tollste, interessanteste frische Duft der Marke. Für mich auch interessanter und auch komplexer als zum Beispiel Isola Blue. Aber ne, da gehen die Meinungen auch auseinander. Aber es geht ja hier eben um Burlington. Dieser Duft riecht zitrisch, frisch, ja, löst in mir so Cocktail, Sommercocktail-Vibes aus, erinnert mich immer so ein bisschen an einen Mojito. Das heißt, wir haben hier Grapefruit, Limette, Bitterorange, Mandarine, frischer, zitrischer geht es nicht mehr. Dann haben wir eben Minze und Ingwer, dadurch geht es für mich auch in so eine Mojito-Cocktail-Richtung. Und dann haben wir aber eben auch so diese typische Roger-Handschrift. Wir haben so ein bisschen Kreuzkümmel, auch so ein bisschen Zimt und Patchouli, was dem Duft dann eben auch wieder so diese typische Roger-Handschrift verleiht. Es ist ein toller, komplexer Duft, der auf meiner Haut Ewigkeiten hält, also mindestens 10 bis 12 Stunden. Unfassbar tolle Haltbarkeit, unfassbar hochwertige DNA, tolle Qualität. Also wie gesagt, ein ganz toller Duft. Preis-Leistung im Vergleich zum Beispiel auch zu Isola Blue meiner Meinung nach unschlagbar. Also ihr bekommt hier die 100 ml für um die 350 bis 400 Euro. Isola Blue kostet in den 50 ml 450 Euro. Ja, da wird es für mich schwierig, dann auch irgendwie so ein bisschen Richtung Isola Blue zu tendieren. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Burlington, eine ganz, ganz klare Empfehlung, meine Nummer 2.
So, und dann kommen wir logischerweise auch zu der Nummer eins und das ist dieses Jahr O-Wert von der Marke Gallagher Fragrances. Das ist eine ja, Indie-Nischenmarke aus Amerika. Die Verfügbarkeit hier in Europa sehr, sehr schlecht. Ich glaube, der Duft ist hier auch gar nicht zu bekommen, was ich super schade finde, aber vielleicht ändert sich das ja auch mal künftig. Ich hatte das Glück, dass eine Freundin in New York beruflich zu tun hatte und dann für mich in den Store gegangen ist und mir den Duft mitgebracht hat. Ein unfassbar toller Duft. Ja, was haben wir hier? Also einen sehr frischen, zitrischen Duft, klar. Wir haben zum Start ja gefühlt alle zitrischen Duftnoten, die es gibt. Grüne Mandarine, Zitrone, Bergamotte, Limette und Orange. Ein unfassbar toller, frischer, prickelnder Start. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Zitrik den Duft dominiert und die ganze Zeit präsent bleibt. Aber was ich super spannend finde, wir bekommen im Duftverlauf auch so aromatische Duftnoten, die zwar nur im Hintergrund mitschwingen, aber auch irgendwie dafür sorgen, dass ja ein gewisser Kontrast eben da ist zu der recht intensiven und üppigen Zitrik. Kardamom schwingt so toll aromatisch ganz leicht im Hintergrund mit. Im Drydown bekomme ich so eine ganz leichte salzige Note auf meiner Haut. Nichts wirklich Präsentes, aber ich nehme tatsächlich so eine leicht salzige Note wahr. Auf dem Teststreifen zum Beispiel gar nicht, wirklich nur auf der Haut. Dann haben wir auch noch so ein bisschen Vetiver, Moschus und Ambra. Der Duft wird insgesamt dann einfach etwas aromatischer, ist und bleibt aber ein wirklich sehr frischer und zitrischer Duft. Erinnert mich im Großen und Ganzen immer an so eine sprudelnde, ja, gekühlte Limonade. Also ein wirklich, wirklich toller Duft. Ich bin durch für heute. Du kannst ja gerne mal kommentieren, welche Düfte du in diesem Sommer trägst. Schreib mal gerne was in die Kommentare. Schau auch gerne mal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch meinen Instagram-Kanal. Da kann man auch etwas besser irgendwie miteinander kommunizieren. Ich sage danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.